Hallo, heute will ich mal eine weitere Kamera vorstellen, und zwar eine Sofortbildkamera, die Instax Mini 90 Neo Classic. Man kann sagen, die sieht aus schon wie ein richtiger kleiner ernsthafter Fotoapparat, und sie hat einige Fähigkeiten, die nicht selbstverständlich sind bei Sofortbildkameras. Ich drehe sie mal um. Auf der Rückseite sieht man hier das Bedienfeld, ein LCD-Bedienfeld mit den entsprechenden Tastern dazu. Hier hinten ist das Fach für den Akku. Der Akku kann aufgeladen werden außerhalb der Kamera. Im Lieferumfang gibt es dann dazu noch ein Ladeteil. So, ich drehe nochmal um. Hier an der Vorderseite kann man die Kamera einschalten. Wenn man jetzt hier den Hebel bewegt, dann springt die Kamera in Bereitschaftsposition. Das Objektiv fährt heraus. Man sieht hier oben den Durchsichtssucher, dann das Blitzgerät, hier vorne das Objektiv, dann der Belichtungssensor und auch der Hinweisgeber für die Timeraufnahme. Die Kamera hat zwei Auslöser, und zwar einmal für das Querformat und einmal für das Hochkantformat. Hier und hier sind die Auslöser. Bei diesem Auslöser ist auch gleichzeitig eine Spiegelfläche dran, mit der man bei Selfies sich selber in die Bildmitte bewegen kann. Nochmal umgedreht, der Sucher. Dann sind hier noch die Haltevorrichtungen für den Tragriemen. Ja, damit ist die Kamera erstmal so vorgestellt. Es gibt dafür Filmpatronen, die sehen so aus. Da ist jetzt noch die Schutzfolie drüber, dass kein Licht einfallen kann. Diese Marke hier am Rande ist sehr wichtig. Damit legt man die Patrone richtig herum oder kann sie nur richtig herum in die Kamera einlegen. So, ich drehe nochmals um und komme mal zu den Fähigkeiten der Kameras. Also, sie kann 10 Bilder aufnehmen. Das Format ist nicht sehr groß, deshalb heißt sie auch Mini. Die eigentlichen Fotos sind 42 x 62 mm groß. Ich nehme hier mal ein solches Foto raus. So, da kann man es sehen. Am rechten Rand hier ist noch eine Fläche, wo man raufschreiben kann. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einigermaßen einfängt. So, das sind also die Fotos, die die Kamera aufnehmen kann. Die Kamera hat kein Autofokus, das gibt es in dieser Klasse eigentlich gar nicht, sondern hier ist es so gelöst, dass man 3 Entfernungen zur Verfügung hat. Und zwar einmal eine Makro-Entfernung. Damit kann man Aufnahmen zwischen 30 cm und 60 cm aufnehmen. Dann gibt es eine Zwischenstufe, die geht von 60 cm bis 3 Meter. Und dann nochmal eine Stufe von 3 Meter bis unendlich. Diese 3 Entfernungen wählt man kombiniert einmal durch Auswahl, zum Beispiel hier ganz unten, da ist die Blume zu sehen, das ist die Makrofunktion, und in Verbindung mit den weiteren Bedientasten und oder, muss ich sagen, dem kleinen Drehring hier vorne, kann man die anderen 3 Entfernungen einstellen. Ich drehe es hier mal, ich weiß nicht, ob es jetzt erkennbar ist. Ja, rechts in dem kleinen Display steht jetzt die Ziffer 4. Das heißt, es sind noch 4 Aufnahmen machbar. Ich könnte jetzt hier mit dem Knopf die verschiedenen Modi einstellen und kann dann hier entsprechend die Auswahl nehmen. Makro, heller, dunkler, Zeitauslöser und Blitzbeeinflussung. Das ist aber noch nicht alles. Die Kamera kann noch mehr. Auch Funktionen, die bei einer Sofortbildkamera sonst eigentlich kaum vorhanden sind. Und zwar kann man den Selbstauslöser so einstellen, dass er zweimal auslöst, falls man gleich für 2 Leute Aufnahmen machen will.
Dann kann man den Akku wechseln, weil ein Ladeteil mit dabei ist. Man kann Doppelbelichtungen vornehmen, indem man jetzt ein Motiv aufnimmt, anschließend noch einmal eine Aufnahme macht und diese beiden Aufnahmen werden dann ineinander genommen und zu einem Foto verwendet. Das ist eigentlich schon ganz pfiffig. So, hier ist noch die typische Aufbewahrungsgeschichte für den Film. Das ist jetzt hier in dem Augenblick ein Farbfilm. Es gibt erfreulicherweise für die Kamera aber auch in der Zwischenzeit einen Schwarz-Weiß-Film. Das sieht man schon hier dran. Das ist jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ich nehme mal hier weitere heraus und gucke mal, ob ich hier irgendwo eine Farbaufnahme finde. Ja, das ist jetzt hier eine Farbaufnahme. Also die Kamera kann durch diese beiden unterschiedlichen Filme beides bewerkstelligen. Ja, so viel zur Theorie und jetzt wollen wir mit der Kamera mal eine Aufnahme machen. So, und ich stelle jetzt hier mal irgendein Motiv hin. So, das ist ein alter Fotoapparat aus den 50er Jahren, noch aus der analogen Fotozeit. Und ich werde den mal fotografieren, indem ich jetzt hier die entsprechenden Einstellungen vornehme, so dass jetzt der Blitz aktiviert ist. Und dann gehe ich mal aus dem Bild heraus, weil ich jetzt hier die Kamera möglichst komplett drauf haben will. So, und es geht los. Und schon sieht man jetzt hier oben, wie der Film automatisch, oder besser gesagt das Papierbild, das zukünftig automatisch ausgeworfen wird. Ich ziehe es ab, lege die Kamera beiseite und warte nun ab, weil die Entwicklung dauert ungefähr 3 bis 3,5 Minuten. Es wird zwar angegeben, dass das viel schneller geht, aber das ist nicht so ganz richtig. So, damit wir nicht die ganze Zeit hier auf ein leeres Bild starren, mache ich jetzt mal einen Zeitsprung. Schnitt. So, da war der Zeitschnitt. Man sieht schon, dass hier so langsam aber sicher das Bild sich entwickelt. Es ist noch etwas flau. Es gibt hier einen Trick, man kann ein bisschen nachhelfen, indem man jetzt mit den Fingern über das Bild reibt. Die Körpertemperatur der Finger haben ja ca. 36 Grad und dadurch wird das Bild dann schneller entwickelt. Übrigens auch ganz gut, wenn man bei kühlem Wetter draußen ist, entweder das Foto sofort in die Brusttasche packen, also an den Körper, damit die Körperwärme rankommt, oder so behandeln, wie ich es gemacht habe. Man kann es auch zwischen den Händen legen und dann geht die Entwicklung jetzt auch schneller. So, ich habe hier die Entfernung nicht ganz richtig gewählt. Ich hätte hier schon die Makrostufe nehmen müssen, hatte also die Porträtentfernung genommen und dadurch ist das Bild jetzt hier nicht so besonders motivfüllend. Aber man kann so erkennen, wie es eigentlich funktioniert. Ja, das war im Telegramm-Stil die Vorstellung der Instax Mini Neo Classic. Ich finde, es ist von der ganzen Serie die gelungenste Kamera, die am technischsten fortgeschrittene. Ich habe auch andere Modelle wie die White 300, die hier auch auf meinem YouTube-Kanal beschrieben wird. Aber von den technischen Finessen ist die Kamera eben am weitestgehenden. So, jetzt machen wir wieder zu und die kleine Vorstellung der Kamera ist damit beendet.